Wir wollen heute mit so ein paar spirituelle Floskeln aufräumen, die uns mega genervt haben auf unserem Weg und vielleicht du auch kennst, wirklich auch behindern, um zu erwachen. Die Floskel, es ist alles heil, jetzt in dem Moment, stimmt auf einer Ebene, in der das Leben passiert, null und nichtig oder behindert sogar die Entwicklung in deinem Leben. Und das ist mega schade, weil manche Menschen dann wie nicht weitergehen oder das Gefühl haben, ja, ich muss alles so annehmen, wie es ist, oder ich muss einfach da bleiben, es ist alles so gut, wie es ist. Und dadurch machen wir uns mega klein und da ist gar keine Entwicklung mehr möglich. Klar ist das mega angenehm zu sagen, ja, ich habe alles geschafft auf dem spirituellen Weg oder so, ich muss da wie nicht weiter. Aber die Anspannungen im Körper, die sind immer noch, die Gedanken sind immer noch und man kann das alles verneinen und wegschieben. Das ist sicher auch für manche Menschen angenehm, aber wenn man wirklich nach der Wahrheit sucht, wenn man wirklich ein spiritueller Sucher ist, dann merkt man, dass das nicht stimmt. Also, da muss man das wie kippen. Ja. Ne? Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt für dich auch, das wie zu kippen. Und wir können dir vielleicht auch mal so unsere Sichtweise auf das zeigen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt heil sind, dass alles jetzt in Ordnung sind, wir nichts mehr machen müssen, müsste ein Stillstand da sein. Es müsste eigentlich ein Stillstand da sein vom Leben, vom Universum, von allem. Aber es ist genau das Gegenteil eigentlich der Fall. Es ist eine ständige Entwicklung, es ist eine ständige Ausdehnung des Universums jetzt in diesem Moment da. Man könnte genauso gut den Punkt sagen, dass wir eigentlich in einer ständigen Bewegung sind und nicht, dass es gut ist, sondern anscheinend ja eine Entwicklung vonstatten geht. Und diese Entwicklung ist anscheinend gut. Also nicht das Stillstehen, alles ist heil, sondern anscheinend bewegen wir uns ins Heilsein. Also das ganze Universum, das Leben expandiert in jedem Moment. Da ist kein Stillstehen, es ist ein Ausdruck von der Einheit, es ist ein Ausdruck von der Heilung und die bleibt nicht stehen. Da ist nichts, wo du musst jetzt nichts mehr machen. Das ist eigentlich der Mind, ne, der da dann so stecken bleibt. Ja, der Mind will immer so jetzt ist dann fertig. Jetzt habe ich es erreicht, also so ein Stempel, ne? Ich bin jetzt erwacht oder ich bin jetzt geheilt oder ich habe irgendwas nicht mehr. Und es ist mega schön, an so einem Punkt zu kommen, zu sagen, das habe ich jetzt erkannt oder das ist mir jetzt klar geworden. Und das ist schön und da kann man sich auch ausruhen an so einem Punkt. Aber das ist ja nicht fertig. Das Leben geht ja die ganze Zeit weiter. Da kommen andere Menschen in mein Leben, da kommen andere Erfahrungen. Also es will ja wie weitergelebt werden. Und wenn wir das, was wir erkannt haben, mit reinnehmen können in das Neue, also wenn wir zum Beispiel merken, dass wir größer sind als unser Denken oder dass wir Gefühle aushalten können, dann ist eine Expansion möglich. Also wir werden größer, unser Erfahrungsschatz kann weiter werden. Wir können viel mehr intelligentere Sachen in unserem Leben erschaffen oder leben, die wir uns gar nicht vorstellen konnten. Aber das passiert ja nicht, wenn ich sage, ich bin jetzt fertig und ich sitze jetzt hier rum und bin fertig und alles ist gut. Und alles ist gut, du musst nichts machen, um Gott zu sein, du musst nichts machen, um erwacht zu sein. Du bist es ja schon. Das sind wirklich Floskeln von Lehrern, die es halt wie nicht anders wissen zu erklären, aber oft aufgeschnappt werden von Schülern, wo das wie triggert. Es ist wie zu anstrengend zu leben manchmal. Und dann liebt man so Floskeln, wo es macht ja doch alles wieso keinen Sinn. Ich muss mich ja hier gar nicht bewegen. Aber was passiert? Es passiert eigentlich eine Enge. Also man zieht sich zusammen, man zieht sich in sich zusammen und geht in eine Position von, ich bin heil, ich muss nichts dafür tun, ich bin heil. Aber das trennt dich vom Leben, weil das Leben an sich entwickelt sich. Das will jede Erkenntnis
leben, es will sich ausdehnen, wie das Universum sich ständig ausdehnt und ständig neu schöpferisch tätig ist, neu kreiert, neue Worte finden lässt oder so. Deshalb gibt es nicht das Erwachen, wo alles heil ist. Es gibt das Leben, was heil ist, also die Entwicklung vom Leben, die heil ist. Und nicht der Stillstand vom Mind, der in irgendeiner Floskel wie stecken bleibt und dann sich nicht mehr bewegt. Und das finden wir einen wahnsinnig wichtigen Punkt, das zu sehen. Weil du kannst dir noch so viele Videos anschauen von Lehrern, die dir sagen, du bist es schon. Tief drin weißt du, dass du es nicht bist. Ja, und das resoniert auch nicht mit der Einheit. Also wenn ich eins bin mit dem Leben, ist das Unheilsein, könnte man sagen, von den anderen, die ich dann vielleicht sehe, als die sind unheil und ich bin hier, ist alles heil. Das ist ja auch hier. Ja. Ich kann nicht sagen, hier ist alles heil und die anderen sind alle unheil. Schön, das ist so abgehoben und dann ja, selbst wenn hier alles heil ist und das da nicht, dann muss ich mich um das kümmern. Da muss ich da aufräumen in meinem Leben oder da muss ich da Klarheit schaffen oder Heilung. Also es gibt keine Trennung von dem. Ne? Und das ist ein mega schönes Beispiel. Ne? Das, wo wir ja auch so sagen, für uns ist es nie fertig, solange so viel Unheiles eigentlich in der Welt ist, eigentlich in jedem Einzelnen, also wie viel Unerwachtes da ist, wie viel Geteiltes ist. Ne? Und erst, wenn diese Expansion, aber in der Expansion fühlt man sich wie so genährt, also man fühlt sich, man erfüllt den spirituellen Zweck in seinem Leben, indem man das lebt. Also man lebt die Erfahrungen und Erkenntnisse, die man hat, lebt man, aber ohne je anzukommen. Vielleicht kommen wir alle nie an, vielleicht dehnt sich immer weiter aus und wird tiefer und tiefer. Ja. Ja, das finde ich auch so schön. Das ist ja auch in Einheit mit dem, was die Wissenschaftler über das Universum rausgefunden haben. Das kommt auch nie an. Also es dehnt sich immer weiter aus. Es gibt keinen Stillstand, es geht immer weiter. Warum sollen wir dann irgendwo ankommen? Ja. Das ist ja auch nicht wahr dann. Das ist mega schön, so diese Parallelen zu sehen, dass nicht nur die Spiritualität das entdeckt, sondern auch die Wissenschaft immer wieder an diesen Punkt kommt, wow, da geht es ja noch weiter. Und Entwicklung ist die ganze Zeit. Ja. Und dazu wollen wir auch Mut machen. Ja. Deshalb ist so dieses Heilsein oder dieses Einssein, dieses tatsächliche Einssein, ist nur im Uneinssein tatsächlich erlebbar. Also wir müssen uns dem Leben stellen, also wir müssen uns dem Unheilsein stellen. Und in diesem Stellen erfahren wir das Heilsein, was im Leben ist, also was tatsächlich gelebt wird und ausgedrückt wird. Und das hat keinen Stillstand. Es hat nicht dieses ich bin heil und muss nichts mehr tun. Das merkt man auch sofort, das hat eine Enge. Aber wenn du Heilsein lebst, hat das keine Enge. Es hat einfach niemals eine Enge. Es hat immer Expansion. Es hat immer Fulfillment, ne? Also eine Erfüllung im jetzigen Moment. Ja, deshalb würde uns freuen, wenn wir mit der Floskel aufräumen können. Ja. Oder zumindest dazu anregen, da mal drüber zu meditieren und zu gucken, was für dich stimmt. Du musst das ja auch nicht nehmen, was wir sagen. Das sind alles Inspirationen und unsere Erfahrungen. Und wir wollen das gerne teilen, ja, weil wir das Gefühl haben, dass das für manche Menschen vielleicht hilfreich sein kann. Und vielleicht auch für dich. Ja, weil wir solche Sachen oft nicht hinterfragen. Und wir lieben es halt, die Sachen eigentlich zu hinterfragen und wie selber zu schauen. Ne? Und ja, du kannst uns gerne auch einen Kommentar da lassen,
und einfach mal schreiben, wie du darüber denkst oder was du auch noch für Floskeln kennst, wo wir mal ein Video drüber machen sollten, damit wir da vielleicht mal aufräumen mit denen. Ja, mega schön. Und vielleicht merkst du auch, dass jetzt bei dir was weiter geworden ist. Ne? Weil ich finde immer, wenn wir was hinterfragen, wenn wir was klären im Leben, das fühlt sich manchmal weiter an. Ja. Klarer, auf freudiger. Also ist wenigstens bei uns. Für uns hat es sich gut angefühlt, das zu scheren. Ja. Danke dir fürs Zuhören. Ja. Gute Zeit. Tschüss. Tschüss.